Ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal und hier unten geht es heute weiter am Bahnübergang. Doch zuvor müssen wir uns das hier anschauen. Schaut mal, mein Steinelager ist weg. Hier soll ja mein nächster Berg drauf entstehen. Ihr seht schon, es wird ein Riesenmonstrum werden. Und ich musste auch jetzt schon anfangen zu planen. Es blieb mir nichts anderes übrig. Ich habe hier weitere Gleise verlegt und sage und schreibe, ja, es sind 5,80 Meter, die diese Stadt an Gleisen dazu bekommt. Ich finde das einfach nur irre. Im Prinzip erfülle ich mir damit heute einen Kindheitstraum, denn ich fand das immer klasse, wenn ich früher an den Wedesfachgeschäften hergelaufen bin und die ganzen Anlagen dort, H0 meistens war es ja, dort aufgebaut waren und die Züge durch den Berg gefahren sind. Ja, und das Ganze mache ich jetzt halt im nächsten Jahr mit den Legosteinen. Natürlich, wie gesagt, im nächsten Jahr, denn hier ist erstmal noch definitiv genug zu tun und die Transrapid-Strecke muss ja auch weitergeführt werden. Da kommen wir jetzt allerdings auch zu, denn diese Schienen, die hier angedeutet sind, dieses Stück gerade hier, soll die Verlängerung oder die Einführung in den Berg sein für die Transrapid-Schiene, um das mal grob darzustellen, einfach nur um zu sehen, letztendlich wie ich hier die Kurven verlege und die Geraden. Ja, also, was meint ihr dazu? Ich glaube, es wird ein klasse Projekt. Der Berg wird groß und es wird ja auch nicht überall die Zugstrecke zu sehen sein. Wir beginnen hier in dieser Kurve langsam mit der Steigung, werden hier weiter höher gehen, in den äußeren Ring gehen und werden letztendlich an dieser Stelle bestimmt auf 25 Brick Höhe sein, gehen ab hier wieder runter, machen eine Kurve ganz knapp hier hinten vorbei an der anderen Schiene, passt aber soweit alles unter dieser Schiene wieder her und dann sind wir hier. 5,80 Meter sind geschafft und ich denke mal, da wird der Zug ein bisschen für brauchen. Ja, das Ganze soll wahrscheinlich ein Schienenbus werden, der so ein bisschen durchs Gelände fährt oder auch eine kleine Dampflok ist definitiv ja hier möglich. So mein Plan auf jeden Fall in der nächsten oder im nächsten Jahr, muss ich sagen. Es wird dann natürlich nicht überall die Schiene, wie gesagt, sichtbar sein oder die Schienen. Hier wird zum Beispiel ein Tunnelportal entstehen. Hier vorne wird ein Tunnelportal entstehen. Da hinten wird die Zugstrecke dann mal wieder ein Stück sichtbar sein, bevor sie wieder in den Berg reinfährt. Das gleiche an der Stelle auch. Genau das wollte ich mal immer so haben. Ja, und das ist mein großer Wunsch. Und das gehen wir auf jeden Fall im nächsten Jahr an. Ja, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal hier zu den Schranken und zu dem Andreaskreuz. Gehen wir jetzt zu der Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich habe so ein bisschen hier schon mal hingelegt. Wir haben hier ein Stück Gerade und hier ein Stück Kurve, was ich natürlich dementsprechend noch beschneiden muss. An dieser Stelle habe ich mir Folgendes überlegt. Wir brauchen an der Stelle hier keinen Zebrastreifen mehr, wenn wir hier rüber gehen. Das ist absolut nicht nötig. Ja, es ist wirklich Quatsch. Wir brauchen hier nicht mehr rübergehen und dann hier an den Gleisen entlang, denn hier wird die Weiche hinkommen und das wäre absolut Quatsch. Von daher würde ich sagen, kommen wir von hier hinten, gehen hier entlang und fertig. Dann können wir hier den Graben reinziehen. Die Bushaltestelle, die da ist ja für die Fahrtrichtung. Das heißt, die nächste für diese Fahrtrichtung, dann kommt die hier hin. Das passt alles soweit optimal. Was ich mir jetzt auch überlegt habe, ist dieses Stückchen hier. Da kommt auch kein Zebrastreifen natürlich dann hin. Den habe ich so ein bisschen abgeschnitten, dass aber ein Stückchen dort stehen bleibt. Ja? Ein kleines Stückchen bleibt stehen, so diese kleinen Quadrate immer in weiß. Und setzt da einfach ein kleines Stück gerade einfach an. Und dann benutze ich das quasi als Stoppstraße oder beziehungsweise Vorfahrt. Gibt es ja auch oft an Landstraßen. Da gibt es ja auch diese, ja, da sind es natürlich mehr Rechtecke und keine Quadrate wie hier. Aber da gibt es auch diese gestrichelten Linien mit einem Vorfahrt-Achtenschild oder einem Stoppschild etc. pp. Und ich denke, das ist vollkommen ausreichend hier. Dann können wir nämlich an der Stelle hier vielleicht ein bisschen mehr Vegetation hinmachen. Ja, ihr seht schon, das ist ein Planungsvideo heute mehr. Aber auch solche Geschichten müssen besprochen werden. Ihr sollt ja auch sehen, wie ich denke und so weiter und so fort. Oder dann könnt ihr halt alles viel genauer nachvollziehen. Ja? Und deshalb ist mir dieses Video heute eigentlich mal in dieser Richtung sehr, sehr wichtig. Aber jetzt kommen wir wirklich zu den Schranken, denn die will ich ja genauso bauen wie dort drüben. Ja, genau, wie hier drüben. 3 Meter weiter auf der anderen Seite. Aber okay, machen wir. Und zwar an dieser Stelle dieses Andreaskreuz beleuchtet und diese Schranken, die will ich jetzt quasi 1:1 mehr oder weniger kopieren, natürlich nur mit den Steinen, die ich habe, ja. Kann sein, dass ich da farblich ein bisschen abweiche, aber ich denke, so ungefähr werde ich das jetzt auf jeden Fall hinbekommen. Ja, und das Ganze soll ja drüben auch auf der anderen Seite richtig gut, ja, mit Hand zumindest steuerbar sein, so wie diese hier auch, wie ihr seht. Ich drehe hier unten an dem Zahnrad und die gehen hoch. Das ist das Ziel auf der anderen Seite.
Das heutige Video entstand mit freundlicher Unterstützung von Open Brick Source, dem Hersteller mit kompatiblen Bausteinen. Ja, also es ist wirklich eine 1:1 Kopie, die ich fast gebaut habe, außer dieser untere Stein, da habe ich es ein bisschen anders gemacht, das ist jetzt durchgehend, aber ähnlich ist es auf jeden Fall. Jetzt werde ich diese Sachen hier hinten einmal draufstellen, damit ihr seht, wie das dann hinterher aussieht. Die eine und einmal die andere. Ja, ich habe die Platten hier schon dementsprechend genau passend beschnitten, weil ich ja sehen muss, wo der Faden dann nach unten gezogen wird und so weiter. Es wird auch nicht so ganz einfach werden, den hier unten irgendwie herzuziehen auf so eine Wickel drauf. Aber was soll's. So, es geht weiter mit dem Auflieger hier hinten, wo die Schranke aufliegt. Der kommt dann einmal hier vorne hin. Zack, und der andere auf diese Seite. Ja, und ich glaube, da sind wir doch schon mal ganz gut dabei vorläufig. Hier das Andreaskreuz, auch das eine Kopie wie drüben, aber ja, ich finde, es ist nicht schlecht, es ist ja ziemlich passend für eine Minifigur von der Größe her auch, sag ich mal, gebaut. Und das Ganze ist natürlich auch beleuchtet und funktioniert, das zeige ich euch mal eben. Ja, und das ist das Ziel, so muss das Ganze aussehen. Das Ganze soll an dieser Position positioniert werden. Das zweite, was ich natürlich auch dafür gebaut habe, kommt auf die andere Seite. Da habe ich noch nicht eine genaue Vorrichtung dafür, wie das stehen soll. Aber ja, und die Kabel müssen natürlich auch noch alle verlegt werden. Es wird richtig schwierig werden. Also diese Ecke ist sowas von kompliziert. Wir müssen auch die große Leuchte bauen hier. Wahrscheinlich wird es aber auch hier vorne hinkommen, die den Bahnübergang dann beleuchtet in diesem typischen gelben Licht. Ja, das kommt natürlich auch alles noch, aber nicht mehr in dieser Runde. Auch wenn es für euch heute nicht viel war als Baufortschritt, ich habe richtig viel geschafft. Mein ganzes Steinelager, das ist weg, das stand hier drauf, ist alles weg. Ich habe schon grob geplant, wie alles weitergehen soll. Ich habe hier unten auch schon grob weiter geplant. Wir haben das Andreaskreuz gebaut, wir haben die Schranken gebaut. Ja, ich glaube, das war definitiv genug heute. Und deshalb wie immer meine Frage, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich doch immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Ja, und jetzt ist die Sache wohl klar, wir müssen jetzt hier unten dran an dem Bahnübergang und ich muss hier die ganzen, ja, Fädchen hier ziehen und irgendwo herführen, damit wir die passend aufrollen können. Das muss definitiv gemacht werden und ich glaube, wenn das getan ist, dann können wir uns auch definitiv hier hinten an diese Lücken dran machen. Die müssen auch noch geschlossen werden. Ja, da ist einiges zu tun. Kabel und. Ja, damit geht's in der nächsten Runde weiter. Also immer einschalten, donnerstags 18:30 Uhr. Tschüss!